Herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder dabei sind, wenn es heißt, die technische Mechanik unter die Lupe genommen. Ich begrüße Sie zu unserer heutigen Ausgabe zum Thema Gleichgewichtsbedingungen. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen widmen wir uns heute dem Wiederaufbau nach der Katastrophe in Senftenberg. Vor diesem Hintergrund klären wir, was Gleichgewichtsbedingungen sind und wie sie aufgestellt werden. Genaueres dazu weiß unsere Außenreporterin Rita Rapporta. Vielen Dank. Ich befinde mich gerade in der Nähe der Katastrophe, die sich hier vor 3 Tagen ereignete. Hilfskräfte sind tatkräftig mit den Aufräumarbeiten der Brücke beschäftigt. Es kommen sogar Kräne zum Einsatz, wie man hinter mir sehen kann. Damit können Schutt und größere Teile schnell aus dem Weg geräumt werden. Dabei ist es aber wichtig, dass die Kräne stets im Gleichgewicht sind und nicht umkippen. Die Frage, die sich die verantwortlichen IngenieurInnen hier stellen müssen, lautet also: Wie viel Last kann der Kran heben, beziehungsweise wie groß muss das Gegengewicht sein? Zur Beantwortung der Frage ein kurzer Hinweis, wann sich ein Körper überhaupt im Gleichgewicht befindet. Dafür blicken wir auf ein Szenario aus den vergangenen Krisenzeiten. Die Szenen, in denen zahlreiche BürgerInnen Hamsterkäufe tätigten, sind uns wohl alle noch im Gedächtnis. In diesem Bild streiten sich 4 Personen um die letzte Packung Klopapier. Ein Körper, in diesem Beispiel die Klopapierpackung, befindet sich im Gleichgewicht, wenn sich die Wirkungen aller an dem Körper angreifenden Kräfte und Momente aufheben. Mit anderen Worten, die resultierende Kraft und das resultierende Moment müssen gleich Null sein. In der Ebene hat ein Körper 3 Freiheitsgrade. Das heißt, es gibt 3 unabhängige Bewegungsrichtungen. Und für jeden Freiheitsgrad benötigen wir eine Gleichgewichtsbedingung. Erstens, die resultierende Kraft in die x-Richtung, Frx, muss gleich Null sein. Zweitens, die resultierende Kraft in die y-Richtung, Fry, muss gleich Null sein. Drittens, für das Momentengleichgewicht um einen beliebig wählbaren Punkt muss die Summe aller Momente natürlich auch Null sein. Schauen wir uns das mal genauer an. An der Klopapierpackung wirken die Kräfte F1, F2, F3 und F4. Diese werden zunächst in ihre x- und y-Komponenten zerlegt. Da die Kraft F1 parallel zur x-Achse liegt, ist die Kraftkomponente von F1 in x-Richtung gleich F1 und in y-Richtung gleich 0. Für das Kräftegleichgewicht in x-Richtung werden alle Kraftkomponenten in x-Richtung addiert. Also minus F1 plus F2x plus F3x minus F4x. Und das muss gleich 0 sein. Das Gleiche machen wir mit allen Kraftkomponenten in y-Richtung für das Kräftegleichgewicht in y-Richtung. Also F2y minus F3y minus F4y muss gleich 0 sein. Für das Momentengleichgewicht legen wir einen Bezugspunkt fest. Da es sich hier um ein zentrales, ebenes Kraftsystem handelt, bietet es sich an, den Bezugspunkt in den Punkt zu legen, in dem sich alle Kraftwirkungslinien treffen. Um diesen Punkt wirkt kein Moment. Man sieht, die resultierenden Kräfte und das resultierende Moment ergeben sich zu 0. Das bedeutet, die Klopapierpackung befindet sich im Gleichgewicht und bewegt sich nicht. Zur Erinnerung ein kurzer Rückblick zum Thema Moment einer Kraft um einen Bezugspunkt. Dieser ist abhängig von dem Bezugspunkt und berechnet sich wie folgt. Das Moment m ist gleich Kraft F mal Hebelarm a. Der Hebelarm ist der senkrechte Abstand der Kraftwirkungslinie und dem Bezugspunkt, also der kürzeste Abstand zwischen Wirkungslinie und Bezugspunkt. Aber gehen wir nochmal zurück zu den Kränen. Die Gleichgewichtsbedingungen können genutzt werden, um in einem System unbekannte Größen zu berechnen. Das ist auch bei dem Kran von Bedeutung. Hier stellt sich die Frage, wie groß die Kräfte unten am Auflagerpunkt sein müssen, um der Belastung standzuhalten, sodass der Kran sich nicht bewegt und umkippt. Als erstes wird ein Koordinatensystem festgelegt. Dann wird ein Ersatzmodell erstellt und das System freigeschnitten. Alle bekannten und unbekannten Größen werden eingetragen. Das sind die Gewichtskraft der Last, die Gewichtskraft des Gegengewichts,
und das Eigengewicht des Krans in seinem Schwerpunkt. Unten werden die Gegenkräfte bzw. Auflagerkräfte und das Gegenmoment eingetragen. Die gesuchten Größen sind die Kräfte Fx und Fy und das Moment m. Und zuletzt werden die Gleichgewichtsbedingungen aufgestellt und nach den gesuchten Größen umgestellt. Bei der Aufstellung der Gleichgewichtsbedingungen kann die positive Richtung frei gewählt werden. Es muss nicht zwingend die mathematisch positive Richtung sein. Wichtig ist nur, dass die Festlegung durchgehend beachtet wird. Zuerst wird die Gleichgewichtsbedingung in x-Richtung aufgestellt. Dafür wird festgelegt, dass die positive Richtung nach rechts zeigt. Die Gleichgewichtsbedingung ist erfüllt, wenn die Summe aller Kräfte, die in x-Richtung wirken, 0 ist. Da keine Kräfte in x-Richtung wirken, muss die Auflagerkraft Fx dementsprechend auch 0 sein. Für das Kräftegleichgewicht in y-Richtung wird festgelegt, dass die positive Richtung nach oben zeigt. In y-Richtung wirken die Gewichtskräfte der Gegenlast, der Last und des Krans. Sie alle wirken nach unten, also in negative Richtung. Dementsprechend haben sie auch ein negatives Vorzeichen. Diesen Kräften wirkt die Auflagerkraft Fy entgegen. Sie wirkt nach oben, daher hat sie ein positives Vorzeichen. Um die Kraft Fy zu berechnen, wird die Formel nach Fy umgestellt. Für die Momentenwirkung legen wir einen Bezugspunkt fest, und zwar unten, wo die gesuchten Größen sind. Die Kräfte F Kran, F Gegenlast und F Last verursachen eine Drehbewegung um diesen Bezugspunkt. Für das Momentengleichgewicht wird definiert, dass die Drehung gegen den Uhrzeigersinn der positive Drehsinn ist. Die Gewichtskraft der Gegenlast bewirkt eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn und hat somit ein positives Vorzeichen. Die Gewichtskräfte des Krans und der Last bewirken um den Bezugspunkt eine Drehung im Uhrzeigersinn, haben also ein negatives Vorzeichen. Die Gleichgewichtsbedingung für die Momente lautet somit m plus m Gegenlast minus m Kran minus m Last ist gleich 0. Das kann dann nach m umgestellt werden, um das Gegenmoment zu berechnen. Übrigens, wenn das berechnete Ergebnis negativ ist, dann wirkt die Kraft oder das Moment in die andere Richtung als im Ersatzbild angenommen. Fassen wir alle Erkenntnisse zusammen, so zeigt sich, dass die horizontale wie senkrechte Verteilung von Kräften und die Momentenwirkung gleich 0 sein müssen, damit ein Gleichgewicht vorherrscht. Ein notwendiger vorheriger Schritt ist das Freischneiden, um alle wirkenden Kräfte aufzuzeigen. Mit diesem Wissen können nun die Aufräumarbeiten am Unglücksort in Senftenberg sicher und zügig weitergehen. Und damit gebe ich zurück ins Studio. Besten Dank an Rita Rapporta für die interessanten Einblicke. Diese möchte ich nochmals kurz zusammenfassen. Gleichgewichtsbedingungen bilden die Grundlage zur Lösung fast aller Probleme in der technischen Mechanik. Mit ihnen können das Gleichgewicht von Systemen überprüft und unbekannte Größen bestimmt werden. Für die Aufstellung der Gleichgewichtsbedingungen wird zunächst ein Koordinatensystem angetragen und ein Ersatzmodell erstellt. Mit dem Freischnitt werden alle Kräfte und Momente eingezeichnet, sodass auf dieser Grundlage die Gleichgewichtsbedingungen aufgestellt werden können. Für jeden Freiheitsgrad gibt es eine Gleichgewichtsbedingung. In der Ebene sind das in der Regel die Kräftegleichgewichte in X- und Y-Richtung und ein Momentengleichgewicht. Und damit bedanke ich mich für Ihr Zuschauen. Ergänzend möchte ich noch darauf hinweisen, dass der Krisenstab der Region allen Betroffenen der Katastrophe Lebensmittelpakete und weitere dringend benötigte Güter im Staatstheater bereithält.